Es war einmal ein kleines Dorf namens Waldheim, das von dichten Wäldern umgeben war. In diesem Dorf lebte ein Junge namens Tinu. Tinu war neugierig und abenteuerlustig. Er hatte von den Legenden und Geschichten über versteckte Schätze und geheimnisvolle Orte gehört, die im Wald außerhalb des Dorfes verborgen waren. Eines Tages beschloss Tinu, das Dorf zu verlassen und das Abenteuer zu suchen, von dem er immer geträumt hatte. Er packte seinen Rucksack mit Proviant und einer Karte, die er von seinem Großvater bekommen hatte. Die Karte zeigte einen alten Tempel tief im Wald, von dem gesagt wurde, dass er mit einem unermesslichen Reichtum gefüllt sei. Mit seinem treuen Hund, Bruno, an seiner Seite machte sich Tinu auf den Weg. Der Wald war voller dichter Bäume und unbekannter Geräusche. Tinu und Bruno bahnten sich ihren Weg durch das Dickicht, immer auf der Suche nach Hinweisen auf den Tempel. Nach Stunden des Wanderns stießen sie schließlich auf einen versteckten Pfad, der auf der Karte nicht verzeichnet war. Sie folgten dem Pfad und gelangten zu einer tiefen Schlucht. Eine alte Hängebrücke spannte sich über die Schlucht, und Tinu wagte den gefährlichen Übergang. Auf der anderen Seite erblickte er einen wunderschönen Wasserfall, der sich in einen klaren See ergoss. Tinu und Bruno tauchten in den See und entdeckten eine verborgene Höhle hinter dem Wasserfall. In der Höhle glitzerten kostbare Edelsteine und funkelnde Goldmünzen. Tinu konnte seinen Augen kaum trauen. Er wusste, dass er den Tempel gefunden hatte, von dem die Legenden erzählten, doch plötzlich hörte Tinu ein dumpfes Grollen. Die Höhle begann zu beben und massive Felsbrocken fielen herab. Schnell ergriff Tinu seine Chance und sammelte so viele Schätze wie möglich in seinem Rucksack. Er und Bruno rannten aus der Höhle und über die Hängebrücke, bevor diese einstürzte. Zurück im Dorf erzählte Tinu den Bewohnern von seinem Abenteuer und zeigte ihnen die kostbaren Schätze, die er gefunden hatte. Das Dorf feierte Tinu als Helden und schätzte seine Tapferkeit und Entschlossenheit. Tinu erkannte, dass das größte Abenteuer nicht nur in den Schätzen liegt, sondern auch in den Erinnerungen, die er gemacht hatte und mit anderen teilen konnte. Mit einem Herz voller Abenteuerlust und einem Geist voller Neugier begann Tinu, das Dorf zu erkunden und neue Abenteuer zu erleben, die auf ihn warteten. Und so lebte Tinu ein erfülltes Leben voller Abenteuer im Dorf Waldheim, während seine Geschichten von Genera